Just Remember. So, herzlich willkommen. Es kommen immer noch gerade Leute rein, aber ich kann ja schon mal ganz kurz sagen, worum es heute Abend geht. Die meisten werden es ja wahrscheinlich auch gelesen haben. Linda ist heute Abend wieder bei uns und Katja Kraus. Katja ist Instruktorin für die Tellington-Methode für Hunde und hat heute ein Interview sozusagen mit Linda und fragt ein bisschen genauer nach, warum eigentlich ein Viertelkreis und warum wir die Haut verschieben. Welche Wirkung hat das? Was macht das? Und ja, ein ganz spannendes Thema. Und ich übergebe an Katja und wünsche euch eine gute Zeit. Ihr könnt gerne zwischendurch Fragen in den Chat stellen. Wir lesen die dann, Katja und ich lesen die und werden die auch zwischendurch dann nochmal beantworten, wenn irgendwas vorkommt. Für Linda ist es immer ein bisschen schwierig, den Chat zu lesen. Deswegen lesen wir dann einfach vor. So, Katja, leg los. lieben Dank, Anke, fürs Einführen sozusagen in das Thema. Und ich freue mich total, dass es heute geklappt hat. Es ist ja schon zweimal verschoben worden, aber dementsprechend heute umso perfekter wahrscheinlich. Gott weiß, wozu das immer gut sein kann. Genau, und das Thema hat ja die Anke schon gesagt. Linda, also, warum ist es dazu überhaupt gekommen, oder wie bist du überhaupt auf diesen kreisenden TTouch gekommen? Sagen wir es doch mal so. Well, zuerst, ich möchte alle begrüßen. Ich bin so glücklich, dass wir hier zusammen mit diesem Montag Gespräch in Deutsch, das die Anke hat so lange organisiert jetzt. Und ich liebe diese Frage von Katja, weil so oft man vergisst, was hinter irgendwas steckt. So die Frage, der Rundkreis, ich kann nur sagen, es kommt von der Universe. Weil wie das passiert hat, ich habe ein Angebot für ein Wochenend-Demo für ein Tierarztklinik, Zentrum in Amerika. Und die Tierärztin hat mich eingeladen, kennt meine Arbeitszeit sehr lang vor das, mindestens wir haben uns getroffen in ungefähr 1965 zuerst. Und dies war in 1983, dass ich habe das Vorführung gegeben in dieser Tierarztklinik. Und wie das passiert hat, ich habe meistens von unseren T-Touches kommt von einem Tier, like oft eine Probe für ein Tier. Warte mal, wie kann ich dir helfen? Und so ein von den drei Tierärzten für das Zentrum gehört, hat ein sehr nett 12 Jahre alt Stute. Wer hat das ähm, unverständbar für die in die Zeit Gewohnheit, dass wenn man kommt mit einem Sattel, und sie wird angebunden, sie schnappt in die Luft und legt die Ohren an und bewegt sich von Seite zu Seite. Und wir wissen jetzt in dieser 2026, whatever year we're in, wir wissen, dass das ist ein Zeichen von Unsicherheit, von Angst. Aber in die Zeit, in 1983, und dies war zwei von diesen Tierärzten für die Tierarzt verantwortlich für die American Olympiadgesellschaft. Und die hat das Pferd, die konnte das nicht verstehen, wenn man kommt mit einem Korb voll von für Putzen. Sie hat auch diese Gewohnheit, legt die Ohren an, schnappt in die Luft und nicht wirklich beißt, nur, ich bin sicher, dass viele von euch hat schon das Gewohnheit gesehen. Ja? Und in die Zeit, liebe Leute, für die Besttierarzt in Amerika, die behandelt nicht über Rücken, über Schulters, über Akupunktur und Chiropraktie und alles, was wir jetzt haben, die macht von Vorderknie und der
jetzt mein Deutsch fehlt für einen Moment, die wird knees and hocks down. Kannst du das, Theresa, kannst du das? Knie und die, darunter, da kommt es mir auch nicht gerade in den Sinn. Vom Knie runter. Ja, das zum Und Huf, ja. auf die Hinterbeine, Hinterhand, ja. in der Hinterhand. Hm. Und auch von den Vorbeinen. Auch bei den Vorderbeinen, ja. Und die konnte nichts finden, was los war. Und so Dr. McKay Smith, der hat meine Arbeit mindestens 10 Jahre vorgesehen und wir haben zusammen gearbeitet in 100 Mile Distanz. Und er hat mich gefragt, er war interessiert, weil er weiß, dass ich habe dann angefangen, vor 10 Jahren mit der Feldenkreis Ausbildung zu machen. Und wenn ich habe durch 4 Jahre mit Dr. Moshe Feldenkreis gemacht, wir haben das neue Weg von ein Pferd sehen, das deshalb passiert, und Katja, es ist wichtig, und alle, das interessiert sich für die Tellington-Methode. In 1975, im Juli, ich habe die erste Klick gehabt, wenn Dr. Feldenkrais hat gesagt, dass es möglich für einen Mensch durch ungewöhnliche Bewegung, zum Beispiel nur, man macht die Hand zusammen wie ein Normalmuster. Wenn man macht nur die Gegenteil, das alleine aktiviert neue, neue Verknüpfungen ja, im Gehirn. mehr Denken, mehr Nervenbahn. aktivieren im Kopf. Und so, er hat gesagt, es war möglich, dass man könnte alte Gewohnheit auch Neues lernen. Nur von dieser Idee, dass durch ungewöhnliche Bewegung von dem Körper, die hat neue Ideen. Und so, das war in die zweite Tag von meiner Ausbildung at the gosh, when I speak Deutsch, my English geht weg, sorry. In San Francisco. Und hat diese Bemerkung gemacht, dass, dass dieser Mensch könnte manchmal in nur einer Sitzung könnte neue Gehirnzellen aktivieren. Und ich habe gedacht, Moment, if this is wahr für ein Pferd, für ein Mensch, ist das möglich, es würde auch wahr sein für ein Pferd. Und of course, ich glaube, alle von euch weiß schon, dass es geht nicht für Menschen, aber alle Tiere. Es ist egal, wenn das ein Hund oder Katze oder ein Maus. Das wird keinen Unterschied machen. Und ich habe das dann ich habe interessanterweise angefangen von der zweiten Tag von der Feldenkreisarbeit, 4-Jahr-Kurs. Ich habe angefangen zu sehen, die Körper als das phänomenal Möglichkeit, dass wir haben mit ein Pferd, dass wir könnte tatsächlich alte Gewohnheit ändern. Und wie ich habe das gesehen, ist das ein interessantes Beispiel, die erste Pferd, das ich habe mit dieser Idee gearbeitet. Das war ein Pferd, sie war 16 Jahre alt und sie kommt aus Nordmontana und dieser Mann hat das Pferd gehabt, vielleicht nur einen Monat oder so. Und das Problem war, dass jeden Abend bringt alle Pferd in den Stall, aber er muss das Pferd jagen und ein bisschen vor sie würde zu ihm kommen. So, hat die so geholt aus von der Koppel und ich habe das Pferd angeschaut und habe gedacht, na, was könnte ich machen mit einem Pferd, eine Bewegung, das sie würde nicht machen.
Und ich habe zuerst angefangen mit dem Bein, weil ich habe schon vor 10 Jahren mit einer Physical Therapy Methode von meinem Großvater gelernt. Und wir haben vor der Bein bewegt die Kreisen, das wir machen mit Pferd und mit Hund. Und dann ich habe was mit dem Schweif gemacht und den Kopf, ein bisschen verschiedene Bewegungen. Und dann ich habe gedacht, nur als Probe, und habe gedacht, was würde von das kommen? Und so, ich habe nur eine halbe Stunde gearbeitet. Und der Mensch, wer hat mich angeschaut, hat gedacht, ich habe das Pferd hypnotisiert. Sie war so ruhig. Und der Besitzer lässt sie schon frei auf der Koppel. Und am nächsten Tag, er ruft mich an und er hat gesagt, Linda, sie würde nicht glauben, was passiert. Wenn ich habe das Pferd abgeholt von der Koppel, nach dieser Arbeit, sie kommt sofort zu mir. Und wenn ich habe die in den Stall geführt, statt vor das Heu in die Heuplace, direkt zu den Heu gehen, sie hat bei mir gestanden, als wenn sie wollte mehr haben. Und ich habe gedacht, wow, das ist so interessant, dass das Pferd so anders gelernt hat. Und so ich habe nach meiner Feldenkreisarbeit war Montag durch Donnerstag, ja, jeden Tag. Und dann am Wochenende, ich habe mit mehr solche Pferde gearbeitet, Pferde mit irgendwas für ein Problem. Meistens war es einfach einzeln. Und es ist so interessant, dass wir meiste Mensch denkt, oh, das Pferd macht es zufällig. Und viele Labels kommen auf uns. So, wir haben viel Erfahrung gehabt in diesen 4 Jahren in San Francisco am Wochenende, nach der Feldenkreisarbeit. Und dann, wir haben gefunden in die erste Jahr dieser Probe, wir haben gesehen, warte mal, wir haben ein Labyrinth, unsere Tellington-Labyrinth, nicht die normale, was man macht, ausgelegt und hat gesehen, wow, das macht solch einen Unterschied, denn wir bringen das Pferd nur in besonderer Weg durch dieses Labyrinth. Die Pferde waren so mehr kooperativ von das. Linda, So, ja. sollen wir vielleicht einmal kurz fragen, wie viele Pferdeleute eigentlich hier sind? Ich glaube, es sind ziemlich viele Hundemenschen da. Vielleicht können wir ja einmal so die Gruppe fragen, vielleicht könnt ihr kurz in den Chat schreiben, Hund oder Pferd oder halt beides, aus welcher Richtung ihr kommt. Das, weil du jetzt gerade relativ viel von den Pferden erzählst, aber ich weiß nicht, ob wir so viele Pferdemenschen da haben. Ja, ist ja egal, weil wir haben gefunden, dass es passt so auch für Hunde, nicht nur für Pferd. So, das zweite Ding, das passiert hat, Linda, ja, weil Anke ja gerade sagte Hunde. Ich hatte ein ähnliches Erlebnis wie du mit dem Pferd, heute gerade mit meiner Hündin, weil die, wenn die in den Wald düst, eigentlich manchmal nicht mit meinem Rufen einfach wieder zurückkommt und aha. dann vielleicht noch, wenn ich pfeife, aber und heute hatte ich ein Körperband dran und ja, da ist sie zurückgekommen. Also, Ist, das ist sozusagen das Äquivalent zu dem Pferd, was einfach zurückgekommen ja, ist wegen diesen ungewohnten Bewegungen. Und ich meine, dieses Körperband ist ja sozusagen wie sozusagen der TTouch zum Mitnehmen und gibt einfach auch mehr Körpergefühl. Und dementsprechend ist das so ein bisschen für die Hundeleute vielleicht ein ähnliches Beispiel. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen, mach gerne weiter. no, es ist sehr gut, wenn diese Fragen oder Erfahrung kommt inzwischen. Ja. So, in die zweite Jahr, ähm, wir
Dr. Feldenkrais hat uns gebeten, ein Buch zu lesen, das heißt Man on His Nature by Sir Charles Sherrington. Und er hat einen Nobelpreis gewonnen für seine Arbeit mit Zellen. Und in das Buch, hat geschrieben, dass jede Zelle in der Körper versteht der Arbeit in der Körper. Und hat ein Beispiel geschrieben, dass wenn ein Mensch hat ein Riss oder so, und er beschreibt mit so viel Begeisterung, wie die Körper schickt Hilfe für das. Und wenn ich habe das gelesen, dass jede Zelle in der Körper versteht, das Arbeit in der Körper, das ist ein Wunder. Und es hat ungefähr mindestens 20 Jahre, vor ich das sehr gut verstanden habe. Aber wir wissen jetzt. So, ich habe angefangen, die Körper von ein Pferd oder Hund, weil inzwischen jedes Pferdmensch hat einen Hund. Und wir haben angefangen, mit den Hunden auszuarbeiten, mit Labyrinthen, TTouches und all. Und dann, wir haben 4 Erfolg mit dies gehabt. Und in 1900, es war, ich denke, 89. Ist das richtig? Ja, 70, ja, 89. Moment, sorry. 78. Ein deutsche Zeitschrift hat organisiert einen Test, eine Probe für die Arbeit, die sie gemacht hat. Und das war Freizeit im Sattel. Wie viel von euch kennt das Arbeit? Just raise your hand if you know it. Wenn jemand in der Pferdewelt war, meistens hat das sehr lange geschrieben. Und sie liebt TTouch und sie hat gesehen, die phänomenal Unterschied, das wir konnten machen nur manchmal ein Tag oder ein paar Tage. Und sie hat organisiert ein Kurs, wir haben, let's see, 12 Pferd genommen für 3 Wochen und 8 Pferde voreinander 2 Wochen. Und Frau Bruns wir haben alle diese Lernparcours aufgebildet und Frau Ursula Bruns hat das fotografiert. Und das erste Buch, das kommt aus, ist So sieht man sein Pferd. Und wir haben nur die Körperarbeit benutzt, das ich habe von meinem Großvater gelernt, aber nicht mit Kreisen gehabt. Und wie die Kreisen kommt rein, Katja, war, ich sage nur von Himmel, weil in diesem Weekend, in 1983, das Pferd mit das Gewohnheit, die hat gesehen als böse, aggressiv. Ich habe gesagt, okay, ich möchte sehen, was war der Unterschied, dass ich würde jetzt machen mit dem Pferd. Und so ich habe das Pferd beobachtet von ein bisschen Abstand und dann geht zu das Pferd und ich habe nur meine Hand gelegt auf den Rumpf. Ja, das heißt vorne und hinten. Ganz ruhig auf das. Und meine Botschaft ich habe in die Zeit nichts, ich habe nur ruhig gesagt, es ist okay, ruhig für dich. Und sie hat keine böse Bewegung in meine Richtung gemacht. Und so ich habe just ein bisschen bisschen gearbeitet und gefühlt der Körper. Wo kann ich meine Hand legen und fühlen?
so dass sie keine Angst hat. Und die Partner von der Besitzerin von das Pferd hat gesagt, warte mal, was machst du hier? Was ist dein Secret? Ja? Weil das Pferd hat kein aggressive Bewegung in deine Richtung gemacht. Und ich habe gesagt, like, total, just kommt raus, intuitiv von mir, vergesse, was ich gemacht habe, gehe fort und mach die Hand auf die Schulter von das Pferd und nur mach einen Kreis. Und wenn ich habe das gesagt, ich habe gedacht, okay, hier kommt das. Because I never thought of doing that before. And in the Feldenkreisarbeit, wir machen Kreisen mit verschiedenen Teilen von unserer Körper, aber nie arbeiten am Körperkreis. Und so, ich habe ihr angebeten, dass sie würde weiter mit einem Kreis machen. Es war nicht 1,25 Kreis, es war ein Kreis. Und das Pferd bleibt ruhig, wenn sie hat diese Linie in die Zeit parallel mit der Oberlinie gemacht. Das Pferd bleibt ganz ruhig die ganze Zeit. Und ich habe gedacht, das ist interessant. Well, sorry, Moment. Jeder konnte ein Kreis machen an der. Und ich habe gedacht, okay, wir probieren das weiter. Weil es war so erstaunlich, wie ruhig das Pferd war. So in ein Demo später in Kalifornien, ein paar Monate später, ich habe die Menschen, ich habe ungefähr 100 Leute dort, und ich habe die gebeten, dass sie würde einen Partner nehmen, wer möchte mit dir arbeiten, und ich würde die führen durch diese kreisende Bewegung am Körper. Und viele Leute haben das so interessant gefunden. Und so, warum wir haben dann angefangen, mehr mit Menschen zu machen, ist das, ich habe einen Anruf gehabt auf dem Tag nach der Demo von einer Frau. Sorry, ich habe zu schnell getrunken. Und diese Frau hat gesagt, dass ihr Mann hat Rückenschmerzen und er möchte fühlen, was sie hat gelernt von Arbeiten mit diesem anderen Mensch. Und das hat ihm geholfen. Und dann eine andere Massagefrau hat auch ein Problem gehabt auf ihr Fuß. Und sie hat probiert nur das TTouch und es hat geholfen. Und so, das war in jedem für Jahren, solange ich habe zwischen Mensch, ja, zwischen uns in real time, nicht am Zoom. Wir haben das Austausch gemacht und wir haben so viel gelernt von das Gefühl am eigenen Körper, dass wir haben gefunden, es ist so leicht, das zu lernen. Und so das, Katja, ist wie es hat angekommen war, aber das war nur ein Kreis. Und dann, wenn Laptop-Computers kommt aus, ich habe einen von die in den ersten Jahren von einem Laptop-Computer gehabt. Und wir haben gedacht, so erst, ich empfehle, dass alle von euch würde just probieren auf deinen eigenen Arm. Mit Daumen auf einer Seite, der Daumen ist ein Fokalpunkt. Und mit der anderen Hand bewegt deine Haut. Und mit nur so viel Kontakt, dass sie kann die Hautbewegung tun. Nicht über den Haut. Das würde nichts bringen.
It's wegen deshalb. Und now, and then macht ein Kreis, kommt zurück, wo angefangen hat, und macht es ein bisschen mehr. Und wenn ich habe ein Mensch wer kommt zu meinen Demos, ich habe gefragt, wer möchte das spüren? Und immer, es wird so interessant, ich würde das einkreisen, ein bisschen mehr machen. Weil wenn ich würde das, Arm fühlen, macht wie ein Zifferblatt und macht das, nimmt das von der Wand und put it here. Und von 6 o'clock mach ein Kreis und ein bisschen mehr. Und das ist, was wir zuerst geschrieben haben in unseren Articles. Macht ein Kreis plus ein bisschen mehr. Und das ist ein bisschen, it's nicht so genau. So, dann wir haben angefangen mit von 6 die 1 o'clock, 6 bis 6, and then bis 9. Take a deep breath and release. And probiere die Unterschied. Wenn man macht nur 6 bis 6, fast jeder sagt, ist nicht fertig. Wer kann das spüren? When you make 6 to 6, it's like, warte mal, es ist nicht komplett. Und es ist so interessant, dass über alle die Jahre, wenn ich mal ein Group zusammen und die probiert das, jeder fühlt den Unterschied. Das ist nicht komplett. Now, Und Linda, aber warum, also das ist jetzt, also es war ja eigentlich schon die zweite Frage, die ich eigentlich stellen wollte, die hast du jetzt mit beantwortet. Deshalb ist es ein Viertelkreis und nicht nur ein Kreis. Aber warum waren es keine Quadrate oder Rechtecke oder Dreiecke oder irgendwelche ovale Formen? Hätte ja auch sein können. Ich meine, mein Gott, man kann ja auch rechteckig TTouchen okay. sozusagen. Also hast du dafür irgendwie über die Jahre hinweg eine Erklärung gefunden, warum es tatsächlich der Kreis geworden ist? Ja, und I mean, es von verschiedenen Richtungen. Zuerst probiere auf deinen Arm, macht oh, I should have a pen here. Macht eine Ovalform. Probiere eine Ovalform zu machen. It's interessant, it's total anderes. Und dann, du hast auch zu mir geschrieben, Katja, warum nicht viereckig? Na? Oh, so probiere viereckig. Ja. Ja, aber nun machen wir das so viele Jahre schon. Ich wüsste mal gerne, wie das die sehen, die das jetzt noch nicht. Ich meine, wir haben ja vielleicht auch jemand unter uns, der das jetzt erst das erste Mal macht oder so. Wie fühlt sich das für den an? Und wie gesagt, hast du für dich nicht nur vom Fühlen, sondern auch so über die Jahre einfach auch ein Wissen über den Kreis bekommen, der dich darin bestärkt hat, dass es ein Kreis geworden ist? Yeah, absolute. I mean, it's intuitive. And was ist interessant ist, dass es sehr berühmte Menschen, sorry, ich habe das in Deutsch nichts. It's ein sehr berühmt, how do you say, like a teaching. Eine berühmte Lehre? Yeah, had gesagt, now the earth is round. I mean, everywhere you look, you see naturally these round forms. And maybe vielleicht 15 Jahre nach, wenn wir haben schon mit vielen Menschen gearbeitet, wir haben einen Kurs in Deutschland gemacht, den Wochenendkurs für Mensch, für
Hilfe. Und es war ein junger Mann in diesem Wochenende, der war ein Genie. Er war ein Typ mit einer Form von Autism, der kann so schnell alle Nummern wissen. Ein besonderer Mensch. Und er hat gesagt, hey, weißt ihr was, dass dies Form, das wir machen hier, das ist das berühmte Sacred Oval. And it's the Fibonacci spiral. And it is in all of nature. It's the way where flowers are. You can look at the forms in flowers. It's all in this oval. And so very this is ein Formset from the universe. And Spannend, it, sehr spannend. yeah, it's Würdest, wide. würdest du sagen, dass du jeweils den einen Kreis wahrnimmst oder sind es mehr 5 Viertelkreise? Also würdest du schon sagen, dass es eins ist oder sind es halt Teilstücke sozusagen, wenn du den Kreis machst? Die Grund, dass ich habe angefangen vor ein paar Jahren, ich habe Robin gezeigt, dass wenn wir überlegen, wir machen 5 Viertelkreisen von das, wir haben viel mehr Bewusstsein über das. Wenn man geht von 6 bis 9, ab zu 12, 3, 6 und 9, ausatmen und lasst das los. Es bringt viel mehr Bewusstsein. Und wenn man übt das ein bisschen und dann macht die normale Kreis Hund oder Pferd oder Katze, ist ein anderer Möglichkeit. Und ich zeige, warum ich habe das zuerst gemacht. Ich habe mehrere von unseren sehr guten Practitioners gefunden, dass sie macht ein Kreis, sehr nett, und dann von 6, schupp, ein bisschen schneller und direkt zu 9. Und wenn wir, das ist die Grund, ich habe diese Idee vom Viertel. Ja, 5 Viertel. Ja, Ja. genau. Und also ich habe das damals auch bei mir festgestellt, dass ich dachte so, stimmt, man hat immer so ein bisschen die Tendenz, irgendwo abzukürzen. Und jeder an Right. einer anderen Ecke, aber irgendwie haben wir die Tendenz. Und wenn man Ja, diese 5 Viertel sich vorstellt, dann fällt es einem leichter, wirklich die einzelnen Ziffern der Uhr abzugehen. Ja. genau. Ja. Und was ist, Okay, da habe ich noch eine Frage. Der ja, Alpha-Zustand ist ja ein entspannter, wacher Geisteszustand, wo die Gehirnwellen circa zwischen 8 und 12 Hertz, ich lese das vor, damit ich auch wirklich es richtig vorlese, sich befindet, also der Höchstleistung, Kreativität, Stressabbau und verbessertes Lernen ermöglicht. Er wird als Arbeitshypnose oder Flow beschrieben, in der man ruhig, aber fokussiert ist. Der Zugang erfolgt unter anderem über Meditation, Tagträume oder geschlossene Augen. Wir haben ja bei Tellington kreisenden Hautverschiebungen und wir haben ja die hebenden Hautverschiebungen, wir haben streichende Hautverschiebungen und Körperteil-TTouches. Aber dieses spezielle Gehirnwellenmuster, dieser Alpha-Zustand, der entsteht, soweit ich das jetzt gelernt habe, nur bei den kreisenden Hautverschiebungen. Würdest du sagen, dass das deswegen ist, also ist es wegen dieser Kreisform, dass wir in diesen Alpha-Zustand bei den kreisenden T-Touches kommen? well, was ist interessant, wir haben it's like a very, sehr a kleine Forschung gemacht with Anna Wise. Und sie ist eine Frau, wer hat gearbeitet für viele Jahre mit Maxwell Cade in the UK. Und Maxwell Cade hat viele Genie mit studiert mit dieser Form zu sehen, die Aktivierung von Alpha, Beta, sorry, Beta und Delta. Beta, Alpha, Theta, Delta. Ja. Und sie hat ein Vorführung von mir gesehen und ich habe mit einem Pferd gearbeitet. Und sie war sehr interessiert, weil sie hat das Gefühl, dass ich war in das
Theta State, wenn ich mit einem Pferd gearbeitet. Und so, sie hat mich gefragt, konnte sie ein, how do you say, measurement von meinem, Messung. Eine Messung. ja. Und so, sie hat das gesehen und sie hat gesagt, wenn ich bin mit einem Tier, wenn ich arbeite mit einem Tier mit den Kreisen, dass ich habe das besondere Alpha, Theta, Entschuldigung, gehabt. Und dann wir haben organisiert eine Probe mit einem Workshop in Colorado gemacht mit unseren Studenten, was sie haben gefunden, wann die macht diese 1,25 Kreis auf einen anderen Mensch oder wenn die bekommt das. Viele von dies hat das Tendenz in die Theta zu gehen. Und wir haben das interessanterweise, wir haben das mit Pferd gemacht und das hat sehr interessant Messungen gefunden in Pferd. Aber wir haben das auch mit Hunden gemacht einmal, mit ungefähr, probably zu viel Mensch, aber wir haben ungefähr 50 Leute und mindestens 20 Hunde dabei. Und es war Chaos. Die had in the active awakened mind state, and anybody can look that up from Anna Wise. You had this perfect, like so much beta, and you see on a graph, bias, Gehirnhälfte war gleich in the awakened mind state. Beta und beide Gehirnhälfte, Alpha, Theta und Delta. Und was sie meint, es war so, die Hunde waren so aufgeregt in ein ziemlich like a Theaterzimmer. Und wir haben keine Chance, mit den Hunden zu arbeiten. Und so es hat nicht mit Hunden was gebracht, aber mit Pferd, die hat gesehen, wenn das Pferd ein Labyrinth geht, um die Kurve, das ist, wenn beide Gehirnwellen were aktiviert. Und das vielleicht ist die Grund, dass wir alles finden, auch mit den Hunden, wenn die geht in ein Labyrinth und in dieses besondere Bewusstsein geführt, die kommt aus wie ein anderes Tier on the other end. So interessant das. Ja, und du würdest aber schon oder hast keine eigene Theorie dazu, warum es gerade der kreisende TTouch ist. Wir haben ja sehr schöne andere TTouches auch, aber oder hattet ihr einfach nur den kreisenden TTouch in dem Falle in diesem Versuch sozusagen gewählt? Weil man hätte ja jetzt auch Ohren-TTouch zum Beispiel machen können. Ja, ihre Analyze ist into das war, was sie hat gesehen, wenn ich die T-Touches mache. Ja, ja, So, genau. Ja. Okay, also dann zu den magischen 3 T-Touches gehört ja auch die Herzumarmung, der Hardhug. Das ist ja auch ein kreisender T-Touch, der im Brustkörperbereich, also circa im Bereich des Herzens ausgeführt wird. Wann, also in welcher Situation empfiehlst du den Hardhug? Was sind die Situationen, wo du denkst, da ist eigentlich sinnvoll, den Hardhug mal zu machen? zuerst ist es, vor man arbeitet mit einem Tier, egal was das Tier ist. Weil wenn wir das Hartag, das heißt sanft 1,25 Kreis auf die Herzchakra hier machen, wir sind in Herzkohärenz. Ne? Und dann die Tiere sind total anderes. Und hast du probiert mit deinen Studenten vor der Arbeit mit den Tieren zu finden, wenn die Tiere reagieren anderes? Ja, ich habe das teilweise auch, also ich finde, das spürt man mal richtig sozusagen, wenn die Leute das nicht gemacht haben, bevor sie dann mit dem Hund arbeiten, dann sind die viel
Also dann sind die irgendwie, man hat so von außen gesehen das Gefühl, sie sind ganz woanders. Sie sind gar nicht bei sich und schon gar nicht beim Hund. Und wenn ich sie vorher ihnen sage, jetzt macht erstmal einen Hardhack und jetzt beginnt ihr, dann habe ich so das Gefühl, die gehen sofort in eine ganz andere Verbindung und sind viel mehr bei sich und dementsprechend dann auch bei ihrem Tier. Ja, absolut. Weil wenn ein Mensch ist ein bisschen nervös oder unsicher, besonders wenn das gefilmt ist oder na, sollte all sein Test gemacht, meistens ist Angst dabei und dieser Teil von der Körper, das kontrolliert unsere Angst und das ist ein Amygdala. Und wenn wir gehen in die Heartkohärenz, und man kann das in nur vielleicht 5 net oh sorry, my screen is not big. Just ganz sanft ein Viertel Kreis und tief atmen und dann in ein anderer Teil, just a little bit anderes, ein anderer. It's meistens in 4 oder 5 von solchen Kreisen mit dieser Atmen inzwischen und die Pause machen, die kommt in Herzkohärenz. Und die Hunde sind dabei. Ja. Ja, wie gesagt, ich finde auch, man sieht es von außen. Gibt es noch andere Situationen, wo du empfiehlst, dass man einen Hardhack macht, außer bevor wir mit den Tieren arbeiten? Irgendwann, wenn wir sind in ein Stress-Situation, das Harthand beruhigt uns und bringt es uns geerdet und hat mit Verbindung zu dem Boden. Mhm. And it macht solch einen Unterschied, because it's für meiste Mensch ist es nicht einfach, wenn die sind getestet. Und das ist eine Möglichkeit, wenn die hat dieses Gefühl, okay, ich mache das nur 4 oder 5 Mal. Und sehen, Also was sollte das auf jeden Fall jeder Arzt lernen. Weil immer wenn man zu einem Arzt oder einem Doktor halt geht, egal ob Zahnarzt oder was auch immer für ein Arzt, sollten die wahrscheinlich wirklich erstmal einen Hardhack mit ihrem Patienten machen und dann würde alles besser funktionieren. ja, und es ist interessant, weil Eleanor Silverstein hat eine Vorführung gegeben für ein Gruppe von Ärzten. Und sie hat zuerst gedacht, oh je, sollte ich die zeigen oder nicht? Und sie hat gesagt, ein Arzt von dieser Gruppe hat nachher zu Eleanor gesagt, das war so wichtig für ihn, weil er kommt zu Hause und er ist müde und, Ja. das ist oft ein Problem mit seiner Frau, weil sie möchte wissen, wie er war und er möchte nur resting. Ja, nur Und seine Ruhe. wenn er macht dies, und mit das tief, reinatmen durch die Nase und leicht auspusten durch die Lippen, es hat total anderes gemacht. Und es war sehr gut. Weißt du, Katja, vor 15 Jahren oder so, ich war gefragt, würde ich dies echt zeigen für sein, how do you say, the young Arzt, für Arztstudenten oder wie auch immer, Auszubildende, wie heißt die, Arzt im Praktikum oder wie auch immer. Assistenzärzte. ja, well, das macht so viel Unterschied. Theresa, hast du das gemacht für in deiner Arbeit? Ich musste auch Mut fassen und es ist eindrücklich an der Präsentation, den Hardhack zu machen und die Leute zu sehen, wie sie es machen. Ich konnte nicht alle fragen, wie es für sie war, aber für mich ist es einfach top. Erst am Anfang, in der Mitte und am Schluss kannst du immer den Hardhack machen. In so vielen verschiedenen Situationen, dass es eigentlich fast, ja, es gehört einfach dazu. Und jeder kann, wenn er sich bewusst ist, dass es hilft für sich,
dass man in die Herzkohärenz kommt und man muss das gar nicht wissen, man spürt es einfach. Und die Emotionen gehen ja durch den Körper, die sind nicht nur im Kopf, sondern die gehen durch den Körper und somit haben wir eine wunderbare Verbindung mit dem Hardhack durch den Körper am Gehirn zu sagen, du kannst dich jetzt beruhigen. Lieben Dank, Theresa. Das war Gerne. perfekt für die Überleitung für die nächste Frage an Linda, weil würdest du mir recht geben, Linda, wenn ich sage, dass es bei der Tellington-Methode in erster Linie darum geht, dass sich Mensch und Tier wohlfühlen und wir dabei behilflich sein wollen, dass sie in ihre körperlich-geistig-seelische Balance kommen? Ja, diese Idee zum Beispiel, das Hund heute hat ja mit der Simple Body Wrap on, das bringt die in den Körper. Weil wenn die rennt los und jagt irgendwas, die sind auch nicht in den Körper, right? I mean, die sind irgendwo anderes. Und es ist so interessant mit das Simple Körperband. Wir haben so groß ein Unterschied gesehen. Ja, ja, und also mir ist es nochmal wichtig, ob du mir dahingehend recht gibst, dass eigentlich unsere Grundidee oder deine Grundidee bei der ganzen Tellington-Methode nicht darin besteht, dass wir den Tieren erklären, wie die Welt funktioniert oder allen anderen erklären, wie die Welt funktioniert. So hat das richtig rum zu funktionieren, so wie das ja sehr häufig gedacht wird, ja, im Tiertraining wird es ja normalerweise so gehandhabt, dass wir den anderen erklären, wie das alles richtig ist und der Hund hat zu funktionieren oder das Pferd hat zu funktionieren. Bei der Tellington-Methode, wenn ich es richtig verstanden habe, geht es in erster Linie darum, dass sich alle wohlfühlen. Und wenn wir uns alle wohlfühlen, wir so zueinander kommen, dass wir aufeinander achten und dementsprechend zusammen einfach in Harmonie gerne, also dass der Hund gerne an Lockerleine mit mir mitläuft, weil er sich einfach gut fühlt dabei. Und nicht, weil er verstanden hat, dass ich das jetzt unbedingt so möchte. Ja, weil sobald dass du wechselt die Ton von der Stimme, du hältst die Atmen an und sobald dass das Atmen angehalten ist, das macht ein Tier unsicher. It's so interessant. In the Basiskonzept ist, wait a minute, von das Arbeit an Bein und Schweif und Ohren und Kopf und alles, Hund, Katz oder Pferd. Es bringt die in den Körper mit ein sicheres Gefühl. Und das macht so einen großen Unterschied. Ne? Und wir müssen hier auch sagen, ich habe angefangen mit dies in die Uhrzeigersinn, aber jeder sollte probieren in Gegend auch. Weil es gibt ungefähr 20% von den Menschen, das ich habe gefragt über die letzten 40 Jahre, hat 80% hat lieber in die Uhrzeigersinn-Richtung. Und 20% sagt, no, besser in die andere für mich. Und so ist es interessant zu einfach probieren, wenn ihr arbeitet mit einem Tier, egal was das ist oder selbst, probiere beide Richtungen. Just was ist das Gefühl? Ne? So interessant. Und Ja. Katja, was für mich so interessant, ich habe vor Jahren gefragt, warte mal, wie kann es sein, dass wir machen so enorm Unterschied, wenn wir mit Tier arbeiten, mit dieser Möglichkeit, mit das kreisende Bewegung und die Körperbänder und das Lernparcours. Es macht so einen großen Unterschied. Und wir haben ein Lehrerin in Munich jetzt, sie hat einen Hund und sie kam mit ihrem Hund zu meinem Pferdekurs zu Deutschland. Ich denke die erste Mal vor 6 Jahren vielleicht. Und sie interessiert sich enorm für das Quantum Physics Idee, you know. And so sie hat
mit ihren Studenten. Sie kann das bringen, die Quantum Physics, und das Basisidee, weil ihr meistens von uns hat das von mir nicht gelernt. Diese Idee von Energie, weil ich weiß, dass mit das erste Pferd, das ich gearbeitet habe, wo sie jetzt so, ich kenne, es war, ich habe eine andere Idee in meinem Kopf. Ich habe mit dieser ungewöhnlichen Bewegung mit dem Bein und Schweifen, alle Teile von dem Körper, ich habe das als Probe gemacht. Und mein Gedanken war, let's see, was würde das bringen? Das war was in meinem Kopf. Ist eine Frage. Und ich habe gesehen, ich war denken, ist das möglich, dass ich würde das neue Gewohnheit für das Pferd geben, in Körper zu sein, so dass sie keine Angst hat. Und für mich, einfach die wichtigste, meiste wichtig Einsatz, das ich gelernt habe von die Kurs in Wunder, diese Idee, dass aggressiv stammt aus Angst und ist ein Schrie für Hilfe. Und wenn ich habe das gelesen in der, maybe das Mittel 80 Jahre, ich habe gedacht über wie viel Pferd, ich habe einmal gestraft, denn die hat irgendwas gemacht, das war nicht sicher. Und ich habe gedacht, warte mal, wie kann ich das Arbeit mit dies hier ändern, so dass wenn ein Tier tut irgendwas, das gefährlich war oder einen Fehler macht, statt strafen, ich muss klüger werden und bring das Tier bei, dass die versteht, Schritt bei Schritt, was wir wollen, weil für uns ist es wichtig, dass wir bleiben sicher und auch, dass das Tier sicher bleibt. Und alle 4 Beine auf die Erde geerdet und in Körper zu kommen. This combo is so phenomenal. And I know that you and Manuela and Anka and Teresa, alle and Gabi, alle were sehr, where this practitioner Arbeit macht. It's so astounding, wie viel Mensch fängt an mit dieser Art, mit ihr Tier zu arbeiten und die wird anderes, die sind geendet. Und das ist, was ich liebe für das. So, hast du eine andere Frage? Die hast du eigentlich schon ein bisschen beantwortet, aber ich stelle sie trotzdem nochmal. Warum erledigen sich so viele vorherige Probleme, wenn wir an den körperlichen, geistigen und seelischen Balance des Individuums arbeiten? Also, jetzt ein Beispiel. Der Hund bellt fremde Menschen an. Wir verschaffen ihm mehr Wohlgefühl durch den Tellington TTouch. Also wir TTouchen ihn ein bisschen und er kann an fremden Menschen ruhig vorbeigehen. Ja. Ja, und wie geht das? Ich weiß, wie das geht, aber das fragen sich natürlich sehr viele Menschen da draußen und wir müssen es ja auch immer wieder unseren Kunden erklären, weil die können es ja auch nicht ganz einfach mal verstehen, was das eine mit dem anderen zu tun hat, sozusagen. Also warum? Ja, genau. Warum wirkt das auf diese Weise? Und das ist eine sehr gute Frage, weil natürlich unsere Tendenz ist, die normale Konzept mit Tier, wenn die einen Fehler macht like that, oder war aggressiv, na, die würde gestraft für das. Und das Problem ist, wenn wir strafen die, dann, weil die macht es entweder weil die hat Angst oder weil die möchte schützen den Mensch. Ist das ein richtiges Wort? Ja, schützen, ja. Mhm. Ja. Und das ist so interessant, weil ich habe das Problem mit meinem Chinese Crested Hund. Von der erste Tag, dass ich habe ihn zu Hause gebracht, hat sofort, ich war sein. Und wenn mein Mann kommt in die Zimmer, geht
war verrückt. Na, just nicht nur bellen, aber really, er hat nur 17 Pfund, ich weiß es nicht, was das ist. Er ist klein, not viel. Und er probiert ihn auf die Wade zu beißen, aber wie verrückt, ne? Und es ist so interessant, es ist fast ein Jahr. Und jetzt endlich, sobald das ich sage, Fabi, guck mal, Roland kommt. Wenn ich sage seinen Namen, then he can relax a little and not go crazy. Ich kann es mir sehr gut vorstellen, ja. Die Idee ist nicht, dass wir lassen das Gewohnheit, aber wir müssen das sehen. We have to set the scene more and be prepared. Well, mein Mann ist ein bisschen, how do you say, sein Schuld, weil er kommt so ruhig hin, es ist like komisch, ne? Er, Ja. das ist nicht so gut für einen Hund. Nein. So, Ja, okay. Wir hatten im Januar einen wunderbaren TTouch-Kurs mit der Lili Märklin und da hat sie auch davon gesprochen, dass wir nichts lernen können, solange wir es uns nicht vorstellen können. Und du hast mal gesagt, die Tiere lesen uns die Gedanken aus dem Kopf. Das heißt doch aber im Umkehrschluss, wenn wir uns nicht vorstellen können, dass unsere Katze die Krallen drinnen behält oder wenn sie auf unseren Schoß springt oder was auch immer, wenn wir uns nicht vorstellen können, dass das Pferd angelaufen kommt, wenn ich es rufe oder wenn wir uns nicht vorstellen können, dass der Hund ruhig an Passanten vorbeigeht, wie können wir dann aber diese Gedanken sozusagen übertragen, die wir ja eigentlich und wo es uns noch schwer fällt, oder gibt es da einen Tipp von dir? Wenn ich sozusagen mein Hund hat jetzt den 5. anderen Hund gebissen und ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, dass der an irgendeinem Hund vorbeigeht, ohne dass er einen beißen möchte. yeah, I mean, this is the thing. Wir haben diese Idee gehabt, dass es kommt natürlich, dass wenn wir wollen, ein Tier, how do you say, die Gewohnheit enden oder Leistung enden oder die Beziehung mit uns enden, wir müssen üben, was wir wollen, was Gewohnheit wir wollen. Und das ist nicht so einfach. Und das ist, wo die Harthag Mhm. ist so wichtig, weil mit Harthag, wenn wir kommen von der Kontrolle von der Amygdala to the forebrain, das heißt, wir können dann mit in Balance bleiben. Und wir haben eine Möglichkeit, und Katja, ich möchte auch sagen, dass was für mich so wichtig ist diese Idee, dass mit der Herzumarmung, as we call it, a heart hug, dass ich vorstelle ein runden Zifferblatt mit Nummer dran, nicht die modernen Zifferblatt. Keine digitale Uhr, nein. Ja, und wir vorstellen das. Und dann wir setzen das hier auf das ist die Heart Chakra. Und wir schauen das von außen an. Und was wir wissen, ist, dass wenn wir vorstellen, like, was für Gewohnheit wir wollen oder so fort, vorstellen, das ist Energie. Und jedes ist Energie. Das ist, was verstanden ist von Quantum Physics. Und es ist so phenomenal, because wenn ich bringe this hier, das Zifferblatt, the act, diese Bewegung, das ich vorstelle, dass es hier ist, vorstellen aktiviert die rechten Gehirnhälfte. Und das ist verantwortlich für unser Gefühl. Und das ist so wichtig nach dieser Erfahrung, dass wir alles gehabt haben mit COVID. Yeah, maybe we touch an elbow, but we don't touch anymore. Nicht so, und auch viele junge Menschen war gesagt,
pass auf, oder vielleicht ältere Leute auch, pass auf, nicht so viel Emotionen. Kontrolle deine Emotionen, das bringt nur nicht so gutes Gefühl. Und das ist so wichtig, dass wenn sie so das vorstellen, wie das Gewohnheit sein würde. Das Vorstellen aktiviert Gefühl, Intuition, Mitgefühl und Kreativität. Das heißt, dass ich mir das Ziffernblatt der Uhr vorstelle, ne? Davon. Mhm. Genau. Mhm. Aber die Nummern sind sehr wichtig, weil ohne die Nummern bringt uns in Logik, ne? Und klar mit das. Und so wir können kombinieren die zwei. Und das ist, was passiert, wenn wir just vorstellen, diese Kreisen, in Kreisbewegung mit den Nummern drauf. Und mit den 5 Viertel, das gibt uns mehr tiefer Verständnis, ich glaube, als wenn ich mal nur ein Grund. Mhm. Weil wir können, Ich, ich denke, dass die letzte Frage nicht mehr so gut da reinpasst. Ich wollte aber auf den Chat noch kurz eingehen, weil da hatte jemand nach dem Tellington Körperband gefragt. Das kann ich ja kurz beantworten, weil ich ja gesagt habe, dass ich heute meiner Hündin ein Tellington Körperband angezogen habe. Ich weiß nicht, wer es gefragt hatte. Die Caroline, genau. Also Caroline, das sind so elastische Bänder, die wir den Tieren oder auch den Menschen anziehen. Zum einen, dass man sich besser spürt und dass man mehr Gefühl für sich selber bekommt. Und es gibt sehr viele verschiedene Wickeltechniken, wie ich die anlegen kann. Wichtig ist nur, dass wir sie nicht wie eine Bandage relativ fest anlegen, sondern sie soll halt nur aufliegen und sie soll gut Kontakt machen, aber das ist es auch schon. Und es gibt dazu für die Pferde ein Buch und für die Hunde ein Buch und für die Menschen ein Buch. Und ich kann ja gleich nochmal den Bittenkura-Shop auch nochmal in den Chat reinschreiben, dann weißt du, wo du das alles bekommen kannst. Genau. Und ansonsten, Linda, also erstmal Dankeschön für die vielen Antworten. Und vielleicht habe ich gedacht, ist es jetzt vielleicht noch ganz schön, wenn du noch mal einen Hardhack für alle, weil es sind ja anscheinend auch wirklich neue dabei und die Alten freuen sich sowieso. Oder die schon länger dabei sind, sagen wir es mal so. Einfach nochmal einen Hardhack anleitest. und so, jeder kann mein Bild größer machen in die Ecke. Er hat 3 kleine Punkte. Danke, du kannst das vielleicht für alle machen, oder? Du kannst das, glaube ich, für alle machen. Ja, jetzt bist du groß. Okay, so, you can eine Hand über die andere legen. Und es ist egal, welche Hand. Vielleicht für einige, es war interessant zu probieren mit verschiedenen Händen. Und, oder wenn ich habe nur ein klein Bewegung, ich könnte dies auch machen, diese Bewegung. So, finde dann ein Teil von der Hand, das legt sich auf den 6. Und 6 bis 9, tief atmen 12, 3, 6 und nochmal oben bis 9. Und dann change the Position und macht ein bisschen andere. Und pass auf, nicht festdrücken, nur leicht bewegen. Und es bringt viel, wenn man lächelt dabei, denkt über irgendwas, was nett ist, was bringt Dankbarkeit. Das macht einen Unterschied. Weil Dankbarkeit überwindet Angst. Und das ist für viele hunderte Jahre schon gewusst. Und dann probiere die andere Richtung.
Und was ist wichtig dabei, ist unsere Atmung. Und was hilft auch, ist, wenn wir denken über dies, irgendwas, was bringt Gratitude, so dass wir haben dieses innere Lächeln. Weil meiste von uns, wenn wir konzentrieren, wir haben die Tendenz zu frown, zu aktivieren diese wrinkles. So, das Tiefatmen und nur genug Kontakt, dass wir können die Haut bewegen, nicht über den Haut kommen. Und wenn wir tun das, bevor wir arbeiten, das macht sehr viel aus für die Wirkung. Und Katja, ich denke über deinen Kleinen, dass ich habe vor vielen Jahren in Berlin gearbeitet. Ne? Und es war so interessant für alle, weil sie hat keine Angst vor mir. Und das war anders, ne? Ja, genau. Das war die kleine Eve, meine Yorkshire Terrier-Hündin. Und das war wirklich lustig, die Geschichte, weil ich war auf einem Advanced und Linda hat dort unterrichtet. Und jetzt wollte Linda an einem Hund eine Demo machen und ich hatte die kleine Eve bei mir und ich habe dann zu Linda gesagt, ah nee, die Eve nicht, weil ich wollte nicht sagen, da ist sowieso Hopfen und Malz verloren, sondern ich habe hab das gesagt, was ich wusste, dass sie sich häufig dann nicht gerne anfassen lässt. Also sie mag Menschen, aber bewusstes Berühren war nicht ihrs. Und in dem Moment, wo ich es sagte, habe ich gedacht, oh mein Gott, das ist ja eigentlich genau das Richtige. Probieren wir doch jetzt mal, dass Lindas heilende Hände da an diesen Hund kommen. Und Gabi war auch dabei bei diesem Seminar. Es war wirklich, also war sehr interessant, weil im Normalfall müsst ihr euch vorstellen, Yves hat wirklich Menschen gemocht und hat sich sofort zu ihnen in den Schoß reingesetzt und also auch mit ihrem Hintern so in den Schoß und man konnte alles machen, aber nicht bewusstes Berühren. Sobald man irgendwas bewusst gemacht hat, und ich meine, sie waren damals schon 8 Jahre alt, und da waren wirklich sehr gute Leute vorher auch schon dran, weil das Thema für Eve war, dass sie eine Problematik mit der Luftröhre hatte, weswegen ich auf gar keinen Fall sie am Halsband führen hätte dürfen. Aber sie mochte gar kein Brustgeschirr. Egal, was ich ausprobiert habe, sie sagte, oh Gott, nein, kann ich auch nicht. Und ja, das war so, weswegen ich sie immer ohne alles mit mir mitgeführt habe. Und bei Linda, wir tun sie also auf den Tisch und Linda fasst sie an und der Hund dreht sich mit dem Hintern zu Linda und lässt alles geschehen. Was sie machte, war alles in Ordnung. Und ich habe schon gedacht, naja, ist halt Linda, aber was soll's jetzt tun? Und es waren wirklich vielleicht eine Viertelstunde, was Linda mit diesem Hund gearbeitet hat. Mehr war es nicht. Ja, danach war der Hund wie verändert. Also der kam vom Tisch runter, ich habe die zum Auto gebracht, da war schon das Erste, sie lief vor mir, nicht hinter mir. Normalerweise war sie so wie mein Schatten, der lief immer hinter mir, wo ich dann dachte, okay, das ist jetzt neu. Und dann sprang sie auch, also mit einem Satz ins Auto rein. Ich meine, die ist schon immer ins Auto reingesprungen, aber nicht, dass sie 1,5 Meter hochgesprungen ist bald, ja. Also wo ich so dachte, okay, das ist jetzt auch neu. Dann dachte ich, okay, wenn alles neu ist und habe also ihr Geschirr in die Hand genommen und gedacht, na, und Yves kam an, ließ sich das Geschirr anziehen und ich konnte das Geschirr anziehen, das war gar kein Problem und ich konnte sie am Geschirr führen. Und ich konnte es gar nicht wirklich glauben, aber es war genau so, wie ich es erzähle und ihr könnt mir glauben, ich habe vorher diverse Tierärzte dran gehabt. Ich habe Akupunktur gemacht, ich habe Homöopathie eingesetzt, ich habe Osteopathie gemacht, ich habe alles, und ich meine, ich habe auch geTTouched und habe dann danach Linda, also es war dann 1, 2 Jahre später, weil ich eigentlich ein bisschen geflasht war von dieser Veränderung. Aber da habe ich dann Linda gefragt, was hast du nur getan, Linda, was so anders war? Weil ich dachte schon, dass ich auch relativ gut im T-Touchen bin, ja, und andere, die da die Hände dran hatten, auch, aber das war es ja irgendwie alles nicht. Und Linda hat so kurz überlegt und hat dann gesagt, hm,
ich glaube, ich habe mich mit der Seele von Yves verbunden. Und dann dachte ich, super, das will ich auch lernen. Deswegen, ja, wir können ziemlich schnell ziemlich viel mit TTouch machen und erreichen und wir können es trotzdem noch ein Leben lang verbessern, das ich so besonders schön bei der Methode finde. En dat was zo interessant, Katja. Früher, ich habe nicht gewusst, wie ich das gemacht habe. Aber jetzt, nach all diesen Jahren, ich habe ich habe die von mein Herz gesehen. Von Anfang an, ich habe nie gesehen als, oh, Hunde. Ich habe gesehen, wow, du bist ein phänomenal Hündin. Und für mich, the Geheimnis ist diese Idee von Charles Sherrington, das Konzept, dass jede Zelle in unserem Körper versteht die Arbeit in unserem Körper. Und es das liegt in den Zellen, das wir haben mit Dr. Fritz Albert Popp Forschung gemacht mit dies. Und wenn wir sehen das Tier als ein Teil von das phenomenal perfection, it's just phenomenal. Und so, ich habe das in den letzten paar Jahren, ich wurde oft gefragt, und was siehst du, Linda, in this Pferd? Ich denke jetzt so right now, I see the beauty. I see the das, weil jeder von uns, in jeder Körper von unserer Zelle, und alle unsere Tiere, die sind wundern, wenn wir denken, wow, this Körper hat all this phenomenal source or quella, godly, whatever you call it, beautiful intelligence in this Körper. Und wenn wir sehen das und nicht sehen das Problem, wow. Now, ich bin so glücklich, dass wir sind alle hier und dass so viel von euch gibt es weiter. Wenn wir verstehen, das Tier ist ein Geschenk, ne? Für uns. Und ich liebe diese Frage, Katja. Ich denke, das ist sehr wichtig, ne? Dass wir denken, warte mal, woher kommt all dies? Und für mich so viel ist just das, Intuition. Und es gibt verschiedene Beschreibungen von Intuition. Aber für mich, was die Logik ist dass Intuition ist die Manifestation. Was ist das Wort in Deutsch? Teresa, do you know that? Manifestieren heißt es auch in Deutsch, Linda. Manifestation ist das Gleiche. Yeah, it's a manifestation of divine consciousness in you. And understanding and feeling these messages, die Botschaft, dass wir haben, das Gefühl, dass wir haben von dies, is life-changing. Es wechselt unser Leben, wenn wir sehen das. So, für mich... Lieben Dank. Vielen Dank. Ja. Oh, vielen Dank, ich habe gedacht, du sagst Linda. Vielen Dank an alle und vielen Dank dir für die tollen Antworten. Ja, und das war viel Spaß. Und Anke, wie immer, danke dir für alle das Ja, danke, Anke. Ja, siehst du, wir haben gesagt, aller guten Dinge sind drei. Heute war der dritte Termin, heute hat es geklappt und es war ganz großartig. Super. Genau. Vielen, vielen Dank an alle. Genau. Und danke an Katja, dass du gefragt hast. Ja, Super. Katja. Mehr solche Fragen, okay? Okay. Super. Sehr gerne. Vielen Dank. Tschüss. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Oops. Okay, I stopped the recording and you could stop the meeting, Linda. Oh, right, I forgot.